Ich glaube, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Es wird anders und wir hoffen, es wird schöner. Geschichten des Lebens gleich vor deiner Haustür. Buschka entdeckt Deutschland. Es gibt Tage, wo man denkt, wofür und womit habe ich mir das verdient? Warum? Warum wir und ja, so schwierig. Es ist wirklich schwierig. Man war am Anfang vielleicht naiv und man hat gedacht, das schaffen wir schnell. Innerhalb von ein paar Monaten können wir echt wieder einziehen. Das wird nächstes halbes Jahr nicht passieren. Es ist Handwerkerknappheit, es ist ja, schwierig, einfach nur schwierig. Und zwischendurch ist dann immer dieser Schlager, der hier überall läuft. Also es ist wirklich... Ich kann das gut erzählen. Die Martinsfeuer, ne? Die Martinsfeuer. Es ist alles surreal, wirklich. Und wenn man so guckt, ne, dass hier nirgendwo Leben ist, das ist schon schlimm. Die ganzen Straßen sind unbewohnt. Ne? Es wohnt niemand mehr. Überall, wo du hinguckst, ist Zerstörung. Größtenteils unbewohnt. Und das innerhalb Und von hier sowas, ne? ja, wenigen Minuten, Stunde. Kommt da durchgefegt. Ja, dieses kleine Flussmäuschen, über das wir eben da drüber gegangen sind, das ist bis hierhin gekrochen, quasi drüber geballert. Ja. Wir Dernauer sind die Esel. Unser Wappentier ist der Esel. Im Nachbarort rechts, das sind die Kningen, Kaninchen. Die Und wir sind die Esel. Wir sind die Esel. Die Dernauer haben den Esel als Wappentier. Und dieser Esel, der stand hier als Marmoresel auf dem Dorfplatz. Hier stand er, der hat schon mal ein Ohr verloren, das wurde aber dann wieder anmontiert. Ne? Und diesen Esel gibt es nicht mehr, aber es kommt ein neuer Esel. Kommt ein neuer. Der Esel, der wurde auch mitgeschwemmt und weggeballert und Ja, ja. der liegt Ja, ja. jetzt sonst wo. Ist auch nie gefunden worden. Ich glaube nicht. Tätet ihr Aber mal es kommt ein neuer, ne? Das ist wieder So ein Schild ist Symptomatisch. hängen geblieben, ne? ne? so ein massives Ja, Ding da ist es. und dann kriegt es nicht mehr. Eselstränke. Guck mal. Stimmt, ne? Also hier war keine Baulücke, nirgendwo. Jetzt kann man überall durchgucken. Nie gewohnte Anblicke hier, ne? Die kennen wir gar nicht. Und überall diese Transformatoren, Ja, die ja ja. glücklicherweise da sind. Ich meine, ihr wäre ja jetzt auch wahrscheinlich, ihr ist ja auch immer noch keine Ja, richtige Infrastruktur. wir sind wahrscheinlich. mit Strom sind wir schon versorgt. Aber dadurch, dass auch so viele Trockner laufen, ist das Netz teilweise ziemlich überlastet. Ne? Da werden wir schon gewarnt, dass man da nicht zu viel Heizöfen und so etwas jetzt zu dieser kalten Jahreszeit laufen lässt, weil das sonst eben alles zusammenbricht. Ne? Auch hier wieder eine Baulücke. Das ist die Dorfstraße, Hauptstraße. Hier gab es keine Baulücke. Hier war Haus an Haus. Und jetzt findet man hier doch das nächste, auf der anderen Seite eine Riesenlücke. Ne? Alle wie eine Linie am Rand Alle eine Linie. gezogen, ohne irgendwelche Pause dazwischen. Ja. Und wie man hier durchgucken kann, da, ne? Bis rüber. Heute Mittag war hier überall, ja, wurde gearbeitet. Ne? Jetzt ist hier Stille eingekehrt. Heute Mittag kann man kaum mit dem Auto durch. Aber von der Stimmung her war es irgendwie schön. Klingt zwar makaber, aber überall lief Musik und die Leute waren alle voller Energie. Ne? Doch, das glaube ich. Dass man hier den Menschen jetzt wahrscheinlich eine ganze Ecke unkomplizierter begegnen kann. Und es jetzt nicht wichtig ist, was für einen Beruf man hat. Oder Das spielt keine Rolle. Hauptsache, es sind Leute da und sie helfen. Und der eine hilft so und der andere hilft so. Und wenn der Abend so kommt und alle ziehen weg und es wird ruhig und keiner wohnt links und rechts, Geisterdörfer, Städte, kleine Städte, Orte, das ist schlimm. Ja, Das wird aber nicht so bleiben. nee. Und hier geht es anscheinend zur Sache heute. Hm?
Hier standen bis vor kurzem noch Häuser und vor 3 Wochen saßen wir halt beim Nachbar hier beim Erhard zusammen. Ja. Dann hat er gesagt, wir müssen halt eine Party machen hier so von der Nachbarschaft und sagt, wäre natürlich schön Live-Musik und so. Und da ich auch in der Band spiele, habe ich gesagt, okay, ich frage die Jungs, ob die Lust haben und so ist das Ganze dann entstanden, ganz spontan und es sind dann noch 3 weitere Bands, die sich angeschlossen haben. Weil wir selber haben auch seit 1,5 Jahren gar nicht mehr geprobt und sind nicht mehr aufgetreten durch Corona. Also wir spielen heute Abend hier auch. Ja, ja. Was ist das denn für eine Band? Sagen Sie doch mal, machen Sie mal Werbung für Ihre Band. Ja, das sind also 4 Bands. Einmal Dragons aus Rösrath, dann Maxwell Alves de Oliveira, ein brasilianischer Gitarrist. Dann spielen die, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich bin im Moment etwas, Blues Vampires, so war es, genau. Das ist ja auch ein geiler Name, Blues Vampires. Also Bluesrock und meine Band, wo ich drin spiele, ist 4X aus Koblenz. Wir spielen halt Stücke aus unserer Jugend, 60er, 70er. Ne? Wir wissen nicht, was bei rumkommt. Das war eine Spontanidee, die einfach so beim Erhard hinten im Backes entstanden ist, bei einem Bier abends. Und dann lassen wir uns überraschen. Also viel Erfolg. Ne? Vielen Dank. Ja. Guck mal, das sieht überall außen dieses Material da weggeblastet. Ja. Diese Karnevalsmusik. Das ist einfach, Gute Laune. das kriegt mein Gehirn so schwierig zusammen. Und guck mal hier, das ist ja zu dem Zeitpunkt völlig bewohnt gewesen wahrscheinlich. Ja. Und Wie zack, alle Häuser. zack, jetzt mach es mal eben Eine Geisterstraße, hier wohnt keiner mehr. Geisterhaus rausgemacht. Ganz oben sieht man Lämpchen brennen. Ne? Die Etage war nicht betroffen und die haben wieder Strom. Und da können sie auch wohnen. Aber das sind die allerwenigsten. Die Aber das meisten hätte ich- Straßen sind Geisterstraßen. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass es so ist. Mhm. Also ich hatte ehrlich gesagt keine richtige Vorstellung. Ja. Und ich fand das auch gut, ohne irgendwas mir vorzustellen, hierher zu fahren. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, hat mit dem jetzt gar nichts zu tun. Ihr seht hier niemanden mit Maske, ne? Nein, Niemand. die Damen sind weg. Die müssen wir gerade noch holen. Ja. Sorry, es wird jetzt mal kurz laut. Kannst du die mal rufen? Editha! Kommt! Stimmt. Ist keiner mit Maske. Hier gibt es, sage ich immer so scherzhaft, hier gibt es kein Corona und kein Sie. Alle sind per Du. Alle sind per Hier Du. gibt es kein Corona. Stimmt. Wenn du jemanden mit Maske rumlaufen siehst, dann nur weil, als Staubmaske vom Stämmen oder so. Ich habe Das das, ist auch völlig- komplett vergessen. Völlig in den Hintergrund getreten, Corona, obwohl die Zahlen auch steigen. Ne? War auch im Kindergarten war auch wieder ein Corona-Fall. Das gibt's schon. Ne? Aber das ist so in den Hintergrund getreten, das interessiert im Moment mal keinen. Das habe ich gerade wirklich die ganze Zeit komplett vergessen. Ja, Ich habe gar ja, nicht dran gedacht. ja. Ähm, Wenn wir nach Ahrweiler fahren, waren wir das erste Mal nach ein paar Wochen, musste man ja auch mal zur Bank. Oh, Maske. Ja. Da gab es Maske dann. Ne? Oh, jetzt haben wir keine Maske. Hallo. Ja, und alle sind per Du. Es gibt kein Sie und kein Corona. So, und hier, das Haus wollte ich euch mal zeigen. welches? Dieses Haus war das hier so beeindruckend, die Hochwassermarken anzeigt. Also ich habe euch eben erzählt, dass wir 2016 das erste Mal Wasser vor meinem Haus hatten. Das war diese Marke hier. So hoch stand das Wasser dann hier. Aha. Dann hatten wir 1910 stand das Wasser bis in die Gränt, sagen sie in Dernau. Also Gränt ist hier vorne dieser Bereich. Ne? Da hatten wir 1910 mal hier. Das verheerendste Hochwasser war 1804. Das allerverheerendste Hochwasser war 1804. Und jetzt guckt mal da oben hin. Das sagt Das rafft man nicht. Das Ne? kapiert man nicht. Deswegen musste ich euch das hier zeigen. Das kapiert man nicht. Ja,
1810, da waren Das ist ja gefühlt doppelt so. Das Wasser stand nicht mal eine Minute. Das Wasser floss ganz schnell, gewaltig, mit Strömung und hat jede Menge Gegenstände mitgebracht, die natürlich gegen den Mauern immer weiter geschlagen haben. Und, also das Wasser stand nicht mal ein bisschen. Das war ganz schrecklich laut und ganz viel Strömung und mit so einer Wirbelfläche und vor allem mit Gastanks, mit Autos, Dächer, Baumstämme, also schon ganz schlimm. Das, was ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen kann, ist das mit dieser Lautstärke. Lautstärke, wir haben uns mit Nachbarschaft kaum verstanden über die Straße, weil es so laut war. Wir haben uns angeschrien und kaum verstanden. Es war echt mega laut. Aber ist das quasi wie ein Wasserfall oder Wasserfall. Und es ist geströmt mit Geschwindigkeit unfassbar. Also schon, viele sagen stand, aber das stand gar nicht. Das stand nicht mal eine Minute. Nachher, als das wieder immer weniger war, bis zum Schluss, das war immer noch mit Strömung unterwegs. Das stand kaum. Vielleicht in Innenhöfe, wo da die Gemäuer drumherum sind, da tatsächlich kann man sagen, dass Wasser da stand. Aber hier die Wege, die waren ganz schrecklich laut und mit jeder Menge Strömung unterwegs. Ja, aber das ist schon unvorstellbar bis dahin, wenn man so guckt, alles unter dem Wasser. Ja. Weil ich meine, ich stelle mir dann vor, das Wasser ist ja auch in der ganzen Breite irgendwo hier hat sich abgebildet. Und wo ist das dann jetzt hin? Oder war das von dem abgerissenen Jetstream? Oder warum Ja, die ist Becher so viel sind Wasser da. geworden? Es hat lange geregnet und dann hat das es ja in der ganzen Oberaar gesammelt. gesammelt. Genau. In Schuld, das sind ungefähr 30 Kilometer, 35 aufwärts. Die hatten 6 Stunden früher schon die Katastrophe. 6 Stunden vorher. Hätten wir uns eigentlich auch darauf einstellen können, aber die Warnung ist nicht ausgesprochen worden. Und selbst wenn sie ausgesprochen worden wäre, ich glaube, wir hätten das gar nicht so für ernst genommen. Ne? Vielleicht hätten wir irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen, es aber doch nicht so dramatisch empfunden, dass das auf uns zukäme. Ne? Also wir haben schon Videoaufnahmen bekommen. Ich habe gedacht, es wären Fake-Aufnahmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich da in Altena so aussieht. Ich dachte, das ist bestimmt irgendein Fake-Video. Von daher ja, und unsere Kollegin, Lauffreundin, die Conny, die Bürgermeisterin, sie hat da mehrmals Bescheid gesagt, da schwimmen die Häuser und Autos und Campingwägen, aber hat irgendwie keiner reagiert. Ne? Nee. Das ging aber auch durch die Medien dann schon relativ früh, dass die Kommunikationspolitik da eventuell wirklich einfach nicht zum Besten bestellt war. Ja, auch derjenige, der eigentlich den Katastrophenfall hätte ausrufen müssen, der hat es nicht gemacht, der hat es delegiert, der Landrat hat es delegiert und ist jetzt auch die längste Zeit Landrat gewesen. Der ist dann aus gesundheitlichen Gründen zunächst mal aus dem Verkehr gezogen oder zurückgetreten und ist jetzt langzeitig krankgeschrieben. Und es wird ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt, ich glaube im Januar. Wie weit ist Schuld von hier entfernt? 30, 35 Kilometer. Das ist ja gar nicht weit. Das ist echt nicht weit. Mhm. Aber die Katastrophe zeichnete sich ab. Und es ist auch, die Stellen sind zumindest informiert und auch gewarnt worden, die für einen Schutz, für einen Katastrophenausruf hätten verantwortlich sein müssen. Ist aber nicht geschehen. Das ist natürlich ohne Wir Worte. hätten viele Menschenleben retten können. Es musste nicht so viel Leiche geben und denke ich schon, es konnte ein bisschen anders ausgehen. Sind Sie denn hier unmittelbar auch, haben Sie jemand Verstorbenes sehen müssen? Ja, wie gesagt, 2 Häuser weiter, der Mann mit dem Dackel, der ist gestorben. Aber ich meine,
haben Sie das irgendwie persönlich direkt mitbekommen? Also Es war Nacht. Wir haben nur die Todesangstschreie gehört, die dann irgendwann aufgehört haben. Dann wussten wir nicht, haben sich die Leute gerettet oder sind halt ertrunken. Im Nachhinein sind einige ertrunken, wie zum Beispiel bei uns schräg gegenüber Nachbarin, die allerbeste, die kam nicht mehr lebend aus dem Wasser heraus. Da kam nachher Vormittag die Feuerwehr und hat mal überall geklopft und gefragt, seid ihr komplett? Und hat mir immer so Zeichen gezeigt, ja, dementsprechend ja oder nein. Also schon, das war schon schlimm. Wenn man da denkt und hofft, hoffentlich ist sie eingeschlafen und hat nichts mehr von der ganzen Welt mitbekommen. Aber so war es nicht. Sie hat geschrien und viele drumherum haben geschrien. Und konnte man nicht helfen. Meine Tochter, die war alleine im Haus und ist absolut sozialer Mensch, selber in der Panik und in Gefahr, rief ganze Zeit, Mama, Mama, wir müssen hier raus, da schreien ganz viele Menschen, wir müssen denen helfen, lass uns denen helfen, wir müssen das, wir können doch nicht hier sitzen, wenn da Leute Hilfe brauchen. Aber wir könnten uns selber nicht helfen, ich hätte die auch gerne um mich herum gehabt. Sie war aber leider im Haus daneben, da in unserem. Ja, das bleibt noch hängen und das hören wir nachts, so die Schreie und ich glaube, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja, schade, also mit ganz vielen, also man kennt die Gesichter, die nicht mehr leben und auch wenn man die nicht so persönlich kannte, es beschäftigt den Mensch trotzdem. Ne? Ich hab den Mann mit dem Dackel auch öfter mal gesehen, spazieren. Das ist schon schlimm. Schade, deswegen hätten wir vielleicht früher gewusst oder würden wir vorgewarnt, hätten wir vielleicht ein paar Menschen retten können. das ist wirklich schrecklich, ja. Also das ist doch jetzt echt so schwierig. Genau, da kann ich gar nichts sagen. Ja. Habt ihr denn die Schreie gehört? Ja. Also bei uns war es so laut, habe ich eben schon gesagt. Wir konnten uns zum Nachbarn nicht verständigen. Ja, aber wir haben auch vom Innenhof, da war das alles umgemauert mit ganz vielen Häusern drumherum. Da stand tatsächlich das Wasser und da konntest du schon mal Schreie hören. Ganz schlimm. Also das höre ich immer noch, diese ja, Todesangstschreie. Das ist schon anders. Du schreist schon anders, glaube ich, wenn du in Todesangst bist. Und ja, die hört man, also die Schreie hört man. Und ich habe gedacht, dass die Luisa, die ist 17, wie gesagt, alleine in der Nacht gewesen, dass sie das TAF alles so mitgemacht hat. Die ersten Wochen hat super funktioniert. Habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank, Halleluja, ja. Aber gestern waren wir bei Psychologin, weil sie dann nachts wach wird. Sie träumt ständig, dass eine von den Familienmitgliedern ertrunken ist und sie wird zitternd wach und weinend auch, kann nicht weiter schlafen, mit Schweiß gebadet. Also schon, ja, ich denke, das kann man nicht so schnell vergessen. Das wird auch immer noch irgendwelche Schublade im Gehirn haben und vielleicht, wenn wir in irgendeine Kiste das verstecken, dann so richtig mit dem Deckel zu machen, kann man es nicht. Ne? Wir müssen das verarbeiten, aber so vergessen werden wir das im Leben nicht. Das gehört jetzt dazu. Und das ist ein Erlebnis, was andere nicht nachvollziehen können. Das muss wahrscheinlich integriert werden. Das gehört dann zum Leben dazu, Ja, diese Erfahrung. Ja, begleiten. Das ist wie eine Kriegserfahrung im Grunde. Ja, denke ich schon. Ja, wir versuchen jetzt damit irgendwie gut wie möglich zu leben und verarbeiten. Dass wir mal, ja. Fürchterlich. Ja, Jörg, ich habe es ja gesagt. Ja, also das ist echt fürchterlich. dieses schlimme Erlebnis hat sich bei mir nicht festgesetzt, weil wir keine Schreie gehört haben. Und wir sind auch alle unversehrt. Ich wiederhole mich da. Denn sonst ist man schon auch moralisch so am Boden, dass es schwer fällt, an das Materielle zu denken. Ne? Ja. Ans Materielle zu denken und dann
ich muss oder ich möchte aufbauen. Ne? Wir sind in der Situation, wir haben den Mist jetzt draußen, jetzt müssen wir wieder aufbauen und es lohnt sich auch für uns aufzubauen, weil ja wir unversehrt geblieben sind. Und wir haben diese schlimmen Schreie nicht gehört. Ja, wir haben die gehört, aber wir sind trotzdem dankbar, dass wir am Leben geblieben sind, dass wir tatsächlich komplett noch alle für uns da sind. Und das andere kann man ersetzen. Ob das jetzt in einem Monat ist oder in 2, 3 Jahren. Ich denke schon, dass wir das schaffen. Aber wir sind froh, dass wir leben. Und das hört sich jetzt so ein bisschen ambivalent oder wie man sagt. Wir sind halt dankbar. Wir sind sehr dankbar, dass wir unsere Angehörigen nicht durch irgendwelche Proben identifizieren müssten, dass wir einfach am Leben geblieben sind und versuchen wir unseren Alltag jetzt schön wie möglich zu gestalten, auch wenn manchmal Trotz kommt und denkt man, ich möchte keine Weihnachten, ich werde auch keinen Baum kaufen oder ich werde auch nichts dekorieren, obwohl ich ja Dekotante bin und konnte ich mir gar nicht vorstellen, ohne irgendwelche Lichterketten Weihnachten zu verbringen. Aber jetzt, ich weiß es nicht, aus Frack, aus Zorn will ich nicht. Möchte ich auch nicht geschenkt haben von keinem. Kein Baum, keine Lichterkette, keine Stimmung. Das ist im Moment das Gefühl. Ja. Das, Irgendwie komisch. Eigentlich muss ich froh sein und genießen die schönen Lichter und diese schöne Stimmung. Hätte ich auch vielleicht nicht erleben können. Aber das kommen so Gefühle ins Spiel, das man manchmal gar nicht nachvollziehen kann. Ja? Aber im Nachhinein sind wir sehr, sehr froh und dankbar. Und haben wir uns weiter und werden noch irgendwann Marathon laufen und wenn nicht, dann so halb. Das ist sowieso vorbei, aber es gibt so viele gute Menschen, die uns auf die Beine helfen. Editha, Eben. Das hilft uns. Ja, das ein klein bisschen Milch. Ja, das ist nett. Also wir kommen immer wieder zu diesen Helferaktionen, dass sie dann uns immer wieder die Hoffnung geben. Und guck mal. zum Beispiel, das ist so. Liebe Leute vom Hoffnungswerk, was macht ihr? Also wir verteilen Kaffee und Kuchen. Wir machen jeden Tag so eine Runde in all den Dörfern, also verschiedene Gruppen und so. Und wir sind alles freiwillige Helfer von überall her, genau, die hier helfen. Und vor allem ist uns wichtig, den Leuten zuzuhören und ihnen zu reden und dass sie helfen, jetzt wo es wieder ruhiger wird, mit dem Ganzen zurechtzukommen. Ja. Ich versuche gerade den Akzent zu... Sorry, also ich bin von der Schweiz. Ich wollte sagen aus der Schweiz. Ich wollte sagen, aus der Schweiz. Natürlich. Aus der Schweiz. Genau. Das ist eine ganz schwierige Sprache. Es geht noch so. Man muss ein bisschen reinkommen. Aber und das ist ein super, ich konnte alles verstehen, aber ich versuche dann immer rauszufinden, woher. Ja, genau. Ich muss noch ein bisschen üben an Akzent. Aber ihr kommt jetzt aus der Schweiz oder wohnt ihr hier in der Gegend? Also ich kam vor 2 Wochen hierhin und ich kann in der Kirche schlafen, vom Hoffnungswerk, genau wie das organisiert. Leute backen da Kuchen viel. Und ist das von einer Kirche? Ja, genau. Also eine evangelisch FEG heißt das in. Doch, kenne ich. Ja. Ist eine Rheinbach, genau. Die haben da alles groß organisiert. Auch früher waren noch viel Helfer und so, aber jetzt wird mehr Fachkräfte gebraucht, gell? Und dann verteilen wir halt Kuchen und so, das was wir noch machen können, gell? Und das macht ihr den ganzen Tag über? Nee, meistens Nachmittag und morgens machen wir kleinere Jobs, irgendwann eine Hilfe gebraucht wird eben. Ja, genau. Das ist ja toll. Spitzen oder was auch immer, gell? Die Dame, Ja. wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Menlöbeke. Hör mal, das ist aus Westfalen. Genau, aus Westfalen. Sagt ihr auch Hömer und Bütterken, ne? Ja. Ich war neulich in Bilbao und da haben wir einem Basken beigebracht, es ist ganz wichtig zu wissen, Hömer und Bütterken, weil das sind die Sachen, die bringen einen weiter im Leben. Okay. Und das ist ja quasi Bütterken, um jetzt mal wieder für alle Nicht-Sauerländer den Bogen zu schlagen. Das ist ja toll, dass ihr jetzt um diese Zeit einfach den Leuten den Moment versüßt. Ja. Also die beschenkt. Ja.
Ich finde das auch toll. Ja, berichten Sie doch noch mal ganz kurz, wie ist das für Sie im täglichen? Also mich berührt das total, dass die Menschen so dankbar sind. Und ja, ich finde das ganz toll. Was ist so, also, haben Sie so ein Erlebnis, von dem Sie sagen, okay, das trage ich so besonders im Herz? Also heute hatten wir einen Mann, den durften wir die Haare schneiden zum Beispiel. Ich bin Friseurin und gestern waren wir schon da und der schneidet sich jetzt seit letztes Jahr die Haare selber. Und da habe ich gesagt, oh, das sieht aber nicht so toll aus. Ich sage, ich habe mein Werkzeug mitgebracht. Wenn Sie möchten, mache ich das natürlich. Und ja, dann haben wir den heute die Haare geschnitten und da war er auch total dankbar. Und ja, das bringt mir ganz viel, ne? Anderen Menschen dann halt ein bisschen was zu geben. Ja. Danke dafür. Gerne. Ich gehe da nicht dran. Nein, das ist für die Leute hier. Aber der Stefan darf gerne eins haben. Ja, gerne. Zucker und so. Auch alles rein. Ich kann doch nicht Nein sagen. Vor 2 Jahren waren wir bei Das ist schon toll, ne? Dass die Leute so dankbar sind. Ne? Oder ja, dass man denen wenigstens ein kleines bisschen geben kann, finde ich. Wir kommen aus Wiesbaden, es ist nicht wahnsinnig weit.